Hallo, in diesem Tutorial schauen wir uns einmal die neu im Ventus Designer Version 5.2 dazugekommenen Schatten an. Dazu haben wir eine kleine Szene erstellt, ein Rechteck, das als Boden fungiert und hier den Schatten von unserem Würfelobjekt aufnimmt, und wir haben hier selbstverständlich unseren Würfel, der eben den Schatten werfen wird. Und um einen Schatten zu erstellen, brauchen wir ein Licht. Dazu sind wir hier im Lights Tab unserer Toolbox und können uns hier einmal das Directional Light auswählen und hier oben in unsere Hierarchie hereinziehen. Wir sehen jetzt, dass dieses noch keine Schatten wirft. Das liegt eben daran, dass wir hier einmal unter Shadows Shadow Map auswählen müssen. Und schon fängt das Ganze hier an, einen Schatten zu werfen. Wir können jetzt hier die Richtung unseres Lichts nochmal einstellen, um den Schatten hier mehr an uns heranzuholen, und dann können wir das Ganze auch besser sehen. Und wir haben jetzt hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Schauen wir uns diese einmal an. Wir haben hier den Amount, mit dem wir eben regulieren können, wie stark unser Schatten hier geworfen wird, und dann eben die Resolution, mit der wir einstellen können, wie aufgelöst hier unsere Shadow Map ist. Wenn wir diese mal auf 32 einstellen, sehen wir, dass wir extrem schlimme Artefakte bekommen und hier auch die Shadow Map ganz pixelig wird. Also hier muss man immer einen Kompromiss zwischen Qualität und Performance finden, denn je höher wir diese Shadow Map einstellen, umso mehr Performance wird natürlich von unserem System weggezogen. Dann haben wir hier den Depth Bias und den Slope Bias. Wir sehen das jetzt, wenn wir hier mal auf unseren Würfel schauen, dass wir so Artefakte reinbekommen, und mit diesen beiden können wir eben diese Artefakte, wenn wir die mal höher stellen, hier aus unserem Würfel herausnehmen. Wir müssen hier mit beiden Werten arbeiten, um hier ein sauberes Ergebnis zu bekommen. Dann haben wir hier den Filter. Hier können wir einstellen, mit wie viel Samples hier unser Schatten gerendert wird. Je höher wir das stellen, umso sauberer wird unsere Shadow Map gerendert. Allerdings, je höher wir das stellen, umso mehr Performance zieht das wieder von unserem System weg. Und sobald wir hier den Filter auf 4 oder 8 Samples stellen, eröffnen sich zwei neue Optionen für uns, und zwar einmal das Anti-Alias und den Filter Scale, mit denen wir eben auch nochmal einen saubereren Schatten einstellen können. Gut, dann haben wir hier noch den Tint Mode, der standardmäßig auf Off gestellt ist, und mit diesem können wir eben unseren Shadow noch einfärben. Wenn wir hier die Tint Color auswählen, zum Beispiel Rot, dann sehen wir hier, dass unser Schatten hier mehr rot eingefärbt wird, und wir haben hier auch noch die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen abzuschwächen, was hier jetzt nicht so viel Unterschied macht. Gut, wie sieht das Ganze aus, wenn wir hier gezielt Rendereffekte erreichen wollen? Das heißt, wenn wir zum Beispiel nur den Schatten von unserem Würfel hier auf die Ebene werfen wollen, oder wenn wir bestimmte Objekte ausschließen wollen, die keinen Schatten werfen sollen. Dazu haben wir hier unseren Shadow Filter Node. Diesen können wir hier zum Beispiel vor unseren Würfel ziehen. Wenn wir den hier auf die Ebene ziehen, macht das nicht so viel Sinn, denn unser Würfel wirft ja den Schatten. Und im Shadow Filter Node können wir einmal die Condition einstellen. Hier sehen wir, dass Model und Shadow ausgewählt sind. Das heißt, unser Modell wird gerendert und unser Schatten wird gerendert. Und dann haben wir hier eben die Möglichkeit, auf Shadow Only zu stellen. Da sehen wir, dass nur unser Schatten gerendert wird und unser Modell verschwindet. Und dann hier eben nochmal die Möglichkeit Model Only. Dann wird nur unser Modell gerendert und unser Modell wirft keinen Schatten mehr auf die Ebene. Ja, der Shadow Filter Node
auch zu finden unter dem Render Options Tab hier unter Filter. Wenn wir einen Rechtsklick drauf machen, gleich als erstes der Shadow Filter Node. Wir werden diesen mal hier jetzt wieder löschen und schauen uns das Material an. Dazu klicken wir auf den Color Material Tab und laden uns jeweils ein Material auf unser Rechteck und auf unseren Würfel oder quasi davor. Und wenn wir jetzt hier in das Material unseres Rechtecks einmal reinschauen, haben wir Shadow Options, die wir uns einmal auswählen können. Dazu klicke ich hier auf das kleine Dreieck und wir haben jetzt hier 3 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Und zwar können wir einmal dem Material sagen, ob es überhaupt Schatten erhalten soll, also von unserem Würfel. Das steht jetzt hier auf True, das heißt, unser Schatten ist auf dem Rechteck sichtbar. Wenn ich das Ganze mal abhake, sehen wir, dass der Schatten verschwindet. Dann haben wir den Simple Caster Shadow, das schauen wir uns einmal im Würfel an. Dazu laden wir uns hier eine Alpha-Textur herein. Und zwar nehmen wir uns hier vielleicht das 3D-Tutorial-Logo und stellen hier wieder auch die Shadow Options ein. Wir sehen, dass Simple Caster Shadow jetzt auf True gestellt ist, also hier einen einfachen Schatten wirft. Und wenn wir das mal abhaken, sehen wir, dass das Licht nun durch das freigestellte Logo scheint und hier eben auch im Schatten mit geworfen wird. Also wir sehen hier das Logo auf unserer Ebene. Also eine gute Option, um hier Licht durch unser Objekt durchscheinen zu lassen, ohne hier das Ganze kompliziert rein modellieren zu müssen. Ja, dann haben wir noch Shadow to Alpha, mit dem wir eben das Ganze durchsichtig stellen können. Ja, das war es soweit zu den Shadows im Ventus Designer. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Tutorials und bis dann.